So, jetzt wollen wir unser Schiff texturieren, aber wir werden keine Texturen benutzen. Wir werden das Schiff selber mit Blender eigenen Farben bemalen. So, das ist mal wieder was ganz anderes. Wir werden mal anfangen, jetzt unsere Arbeitsfläche vorzubereiten. Wir gehen auf Shading. Ja. Wir schließen diesen Fenster hier aus. Einmal hier oben links und dann hier rüberziehen. So. Okay. So, das sieht gut aus. Bevor wir anfangen, einmal die Boote hier mit dem Schiff wieder joinen. Wir gehen mal hier rauf und Steuerung J. So, perfekt. Alles klar. Okay. Als nächstes gehen wir hier rauf. Wir haben hier ein Material. Das ist ein Standard Material. Der wird vornherein vom Blender erzeugt. Wir werden den mal gleich benennen. Holz. Schiff. So. Okay. Jetzt werden wir hier eine Image-Textur ablegen mit Shift A. Texture. Image Texture hier rauf. Und diese Color hier reinschieben. Im Base Color. So, perfekt. So, jetzt ist das schwarz. Das liegt daran, weil hier überhaupt kein Image ist, überhaupt keine Daten. Ja? So, das bedeutet, wir werden jetzt hier auf New gehen, hier, und erzeugen jetzt eine neue Image und benennen das auch Holz, Schiff und nehmen als Größe des Bildes, nehmen wir mal, ja, das Doppelte würde ich sagen, 1024 ist zu wenig. Einmal hier reinklicken und am Ende hier mal 2 nehmen. Das geht dann schneller. Jetzt haben wir 2048, hier genauso, mal 2. So, jetzt haben wir einen Bildnamen und eine Bildgröße und jetzt sagen wir OK. So, nachdem wir das fertig gemacht haben, gehen wir hier zur Seite. So, ein bisschen zurück. Okay. So, jetzt haben wir hier unseren Schiff und jetzt wollen wir diesen Schiff jetzt bemalen. Bevor wir damit anfangen, müssen wir einmal das Schiff unwrappen. Also die ganzen Vertices oder die Faces müssen wir erstmal erzeugen, also auf unwrapped sind, auseinanderflächen. Ja, ich sage es mal so, Moment, einmal hier, Texture Paint. So, wenn ihr euch das mal ansieht, so sieht das Unwrap jetzt gerade aus und das können wir ja so nicht nutzen, weil die alle ineinander gereiht sind. Ja? So, da gehen wir jetzt einmal wieder auf Object Mode, gehen auf Edit, A, komplett alles selektieren, ja? So, und jetzt U und jetzt Smart UV Project. Ich sehe gerade, der Screencast ist gerade aus. Ich gehe mal kurz auf N, Screencast an und wieder aus. Super, jetzt ist es wieder da. Okay, also nochmal U, Smart UV und OK. So, jetzt wenn wir hier mal oben links hier auf UV Editor gehen, sehen wir jetzt, wie das hier aussieht. Einmal A, alles selektieren. So, jetzt haben wir hier unser Unwrap von unserem ganzen Schiff und die sind ziemlich ganz dicht aneinander gesetzt hier. Da ist keine Luft mehr. So, das könnte zu Schwierigkeiten beim Malen kommen. Wir machen das jetzt nochmal mit U, Unwrap und werden einen gewissen Abstand jetzt reinsetzen. Klicken nochmal auf UV und hier steht Island Margin. Das sind die Abstände zwischen den einzelnen Unwrap-Objekten. Jetzt gehen wir hier rauf. 0,05. Sagen wir mal 0,5, müsste eigentlich reichen. Jetzt nochmal OK. So, jetzt ist die ganze Fläche ausgewählt. Aber ich stelle das mal auf 0,005
bisschen verkleinern und nochmal, okay. Jo, so sieht das besser aus. Jetzt haben wir die ganze Fläche ausgenutzt und mit diesem Unwrap können wir arbeiten. Okay, einmal aus Edit-Modus wieder raus. Texture Paint einschalten. So, jetzt haben wir hier die Farben. Ja, hier ist die Farbe weiß und wenn wir jetzt hier drauf streichen würden, könnten wir jetzt so anfangen und hier würde dann, wie gesagt, seht ihr die Farbe. Ja, so und auf der anderen Seite jetzt nicht. Ja, und ich werde die Sache jetzt ein bisschen beschleunigen. Wir benutzen jetzt hier die Möglichkeit wieder diese Mirror-Funktion, wie bei dem Modifier. Und halt, das haben wir hier oben rechts, da ist das Symbol. Und werden jetzt das, was wir auf dieser Seite malen, auf der X-Achse spiegelverkehrt hier auch haben. So, einmal Steuerung Z, einmal weg. So, und jetzt aber mal auf X drücken. So, jetzt haben wir da X. Und wenn wir nochmal malen würden, haben wir es auf dieser Seite also auch. Super, perfekt. Okay. So, bevor wir jetzt starten, sollten wir schon mal die Farben definieren für unseren Schiff. Da gehen wir jetzt hier einmal auf die Werkzeugleiste, hier oben, diese Icon, klicken einmal drauf. So, und hier haben wir unser Texture Slot, unser Material, Holzschiff, das ist unsere Image, das ist unsere Pinseleinstellung, also Draw, das ist unser Pinsel hier. So, und jetzt gehen wir weiter runter. Hier haben wir unsere Color Palette, Farbpalette. So, und da gehen wir jetzt ein bisschen weiter runter. So ungefähr hier. Die Holzfarbe ein bisschen dunkler stellen, so ungefähr. Okay. So, jetzt haben wir hier unten nochmal Color Palette stehen. Das öffnen wir jetzt mal hier und gehen auf New. Jetzt haben wir eine Palette erstellt und die benennen wir jetzt auch wieder Holz Schiff. So heißt jetzt unsere Palette und klicken jetzt hier auf Plus. So, jetzt haben wir diese Farbe erstellt. Die ist jetzt in unserer Palette drin. Das ist diese Farbe, die wir jetzt gerade eingestellt haben. So, jetzt gehen wir mit der Farbe, mit der Helligkeit runter und gehen wir ein bisschen weiter runter. So ungefähr. So, die ist in Ordnung. Jetzt gehen wir nochmal auf Plus. So, jetzt haben wir die zweite Farbe gestellt. Die ist etwas dunkler. Wir werden also 3 Farben erstellen, 3 Holzfarben, einmal hell, mittel und dunkel, dass wir das überall bemalen können an Ecken, ja, wo Schatten sind. So, jetzt erstellen wir noch eins, noch dunkler, so ungefähr, und jetzt Plus. So, jetzt haben wir 3 Farben und mit diesen 3 Farben wollen wir jetzt arbeiten. Okay, wir wollen zuerst unseren Schiff komplett mit der Hauptfarbe befüllen, also mit dieser Farbe hier. Ja? Und wenn wir jetzt auf T drücken, haben wir unsere Werkzeugleiste auf unserer linken Seite. So, da sehen wir schon, ihr kennt das bestimmt von den Malprogrammen, ja? Hier haben wir zum Beispiel Soft, Weichzeichnen, hier haben wir zum Beispiel Schmieren mit dem Finger, und hier haben wir Klonen, Stempeln also setzen und hier Eimer, um das komplett zu befüllen, eine Maske und so weiter. So, und jetzt wollen wir aber das ganze Schiff einmal, jetzt haben wir hier drauf geklickt, dann ist das sozusagen irgendwie, das hier springt er wieder auf diese Grundfarbe. So, das müssen wir da immer da aufpassen, ja. Wenn wir jetzt hier mal rumspielen, hier, das kann sein, dass hier ist es, ja genau, weil wir jetzt den Pinsel gewählt hatten, da haben wir jetzt die braune Farbe gewählt und wenn wir immer wieder wahrscheinlich wechseln, ändert sich die Farbe. So, und dasselbe hier auch, jetzt haben wir unseren Eimer gewählt, dann müssen wir einmal nochmal zur Color Palette, klicken nochmal auf diese Hauptfarbe, so, hier ist es auch, und jetzt auf unseren Schiff. So, jetzt ist unser ganzes Schiff mit dieser Hauptfarbe aufgefüllt. Okay. Als nächstes gehen wir jetzt wieder auf diese zweite Farbe,
gehen auf Texture, auf unsere Pinsel. Nehmen mal diese Stärke hier ein bisschen weiter runter, sagen wir mal so 700 ungefähr. Und fang einfach mal an, die Seiten zu malen. So. Na? Will er nicht? Normal wählen? Ah, jetzt. Wenn er mal nicht drauf malt, das kann sein, dass er einen kleinen Haken hat oder einen Bug. Einfach nochmal die Pinsel nochmal hier draufklicken. Das wird schon gehen. So. Gut, auf der anderen Seite ist es auch. Okay. So, jetzt stört uns diese Segel. Die wollen wir mal kurz ausblenden. Ja, einmal zurück. So, das ist der Ordner mit unseren Segeln. So, die blenden wir jetzt einmal aus. So, malen wir komplett mal so durch. Entschuldigung. So, okay. So, jetzt haben wir. Es muss jetzt hier keine große Malwettbewerb sein, ja. Es reicht, wenn wir ein bisschen was rüberstreichen. So, und es soll ein paar Flecken sein, ruhig, und wir können nachher mit der dunkleren Farbe noch die Schattierung noch anmalen. So. Okay. So. So. Okay. Jetzt wählen wir mal unsere dunkle Farbe aus. Und damit gehen wir mal hier in die Ecken rein. So. So ungefähr. Okay. So. Ruhig ein bisschen überstreichen, muss nicht unbedingt genau perfekt sein, ja. So. Okay. Wir gehen jetzt mit der Stärke nochmal weiter runter, so mehr, und jetzt ziehen wir das mal so leicht hier rüber, so. Mit F ein bisschen verkleinern die Pinsel. Mit F könnt ihr den Radius sozusagen vom Pinsel verändern. So. So. Okay.
So, hier einmal um 2. So, jetzt könnten wir hier einmal hier drauf. So, das seht ihr schon hier an diesem Symbol. Ja? Das ist Soften. Und das nutzen wir jetzt für unser, ja, aber wir machen hier nochmal ein bisschen dunkler. F, ein bisschen größer der Pinsel. So. So ungefähr. Okay. Einmal soften jetzt. Jetzt werden wir das weich malen, die Stellen. So. Ihr merkt das schon. Der berechnet sehr stark. Am besten so ganz leicht antippen. So. So. So, okay, hier nochmal ein bisschen, so ein bisschen mehr. Jetzt nutzen wir unsere Schmierfunktion. Jetzt klicken wir hier drauf und jetzt wollen wir die Seitenkanten, diese Ecken hier von der Ecke aus hier in die Mitte bringen. Einmal vielleicht verkleinern, so. So. Bringen wir die Stärke mal ein bisschen weniger hier. Das ist zu viel. Den Pinsel ein bisschen vergrößern. So, genau. Ja, zu wenig. Noch ein bisschen mehr. So, okay. Genau. Hier ein bisschen vielleicht. So, okay. So, als nächstes hier.
so. Hier vielleicht die Ecke ein bisschen hochziehen, genau. Vielleicht hier die Seitenränder ein bisschen so. Pinsel ein bisschen verkleinern. Ja, ihr könnt ein bisschen rumspielen selber, so wie ihr es gerne haben möchtet. Ne? Am besten. So, ich ziehe mal ein bisschen darüber hier. Ja, okay. Sagen wir, für meine Zwecke reicht das. Hier vielleicht ein bisschen noch so. Treppe mitgekommen, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Hier noch ein bisschen. Okay. Jetzt müssen wir hier vielleicht ein bisschen Softing, das wieder weich zeichnen. So. Und hier vielleicht jetzt ein bisschen mehr die Ecke bringen. So. Okay. So. Okay. Jetzt haben wir unseren Holzmast noch, da müssen wir auch noch was machen. Wir gehen mal hier auf Textdraw und jetzt wählen wir mal so diese mittlere und gehen wir einfach mal hier rauf und nehmen wir mal nur die Ecken hier. So. Ein bisschen Stärke. So, hier auch. So, und jetzt hier umzu. Okay. Ein bisschen zurück. So. Okay. So. Alles klar. Okay. Das sieht ja schon mal für mich gut aus. Also auf jeden Fall. Man kann natürlich weiter dran arbeiten. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel so ein bisschen nach vorne ziehen. So. So. Ja, das sieht gut aus. Okay. So, als nächstes wollen wir mal jetzt unsere Fenster bemalen. Und das werden wir mit Face
Select, also mit Face Select, die Face-Seite selektieren und direkt nur die markierten Flächen malen. So, jetzt gehen wir auf Edit-Modus, ja, selektieren jetzt diese Scheibe hier, diese Fläche, so, wir gehen mal ein bisschen näher ran, okay, so, und jetzt gehen wir aus Edit-Modus wieder raus, diese Fläche haben wir selektiert, so, jetzt haben wir hier oben ein Face Select, Face Paint Mask, sozusagen, hier steht, wenn man rüber geht, Face Selektion, Masking for Painting. Klicken wir jetzt einmal drauf. So, und ihr seht, dass alles leicht ausgeraut ist, außer diese Fläche. Das ist diese Fläche, die wir jetzt selektiert hatten, in Edit-Modus. Und die bemalen wir jetzt. Wir gehen einmal auf Draw wieder, gehen wir runter. Das ist unsere Holzpalette, sozusagen, Holzschiff. Ja, okay. Jetzt machen wir jetzt mal was Neues. So, duplizieren das. Ja, neue. Und das nennen wir jetzt einfach mal, ja, Glasscheibe. Ja. So, Glas. Fertig. So, jetzt gehen wir ein bisschen mit der hellen Farbe jetzt hoch. Ne, suchen uns eine gelbe Farbe. So ungefähr. Ja. So. Die nehmen wir. Ja, und dann nehmen wir so leicht so einen Orangenton vielleicht. Die nehmen wir. Und dann machen wir den nochmal ein bisschen dunkler. So. Okay. So, ein bisschen weiter hier runter vielleicht. Und den. Okay. So, jetzt haben wir für unser Glas 1, 2, 3 Farben. Und dasselbe Funktion, dieselbe Geschichte. Wir fangen mit der Grundfarbe erstmal an, gehen auf Füllen. So, er springt wieder auf eine alte Farbe hier. Klicken nochmal diese, ja, und klicken einfach hier drauf. So, jetzt gehen wir wieder auf Draw, wählen uns jetzt mal dieses Orangeton, F ein bisschen verkleinern, so, und malen einfach die Ecken hier. So, okay. So, ein bisschen rüber. So, okay. Und jetzt als nächstes die dunkle und damit machen wir den Rand sozusagen. F, bisschen verkleinern. So. So, und jetzt einmal aufweichen, den Weichfunktion nehmen und jetzt so ein bisschen rüber. Okay. So. So, ich überlege gerade, wir könnten, ich gehe mal kurz wieder auf Draw, unser Pinsel, gehe mal kurz runter, wählen hier diese Fläche hier und machen wir den noch ein bisschen heller. So, ungefähr, genau, noch heller. So, plus, okay. So, und den möchte ich aber natürlich am Anfang haben. Ja, da haben wir hier diese Pfeile und diese Pfeile können wir als Bewegung nutzen für unsere Farbe. So, okay, jetzt haben wir den als erste Stelle. Den nutze ich jetzt auch gleich aus und mal hier in die Mitte.
So, und jetzt nochmal soften. Ja, perfekt. Jetzt schalten wir mal kurz diese Maske wieder aus, um das mal anzusehen. Ja, das sieht richtig toll aus. Okay. Genau, weil wir jetzt natürlich eine Maske erstellt haben, eine Face-Maske, hat er es hier nicht spiegelverkehrt gemacht, weil es ein separates Face ist. Wir haben nur diese Face selektiert. Aber das machen wir jetzt komplett jetzt zu. Ja?
So, ja, unsere Fenster habe ich fertig bemalt. Ja, so als nächstes wollen wir unsere Segel auch extra bemalen. Die bekommen auch so eine Art, so eine Schattierungen wie hier in 2, 3 Farben. Ne? Bevor wir aber weitermachen, müssen wir eins gleich erstellen. Das ist jetzt gleich hier. Wir gehen hier auf Image Editor, hier. Und dieses Bild hier, sagen wir es mal so. Moment, das ist richtig, genau. So, und dieses Bild, was wir jetzt hier auf diesem Schiff bemalt haben, hier, das muss erst gespeichert werden. Wir gehen mal hier auf dieses Menü, ja, ihr seht hier Image und da ist ein Sternchen drauf, ja. So, und dieser Stern bedeutet, dass das noch nicht gespeichert ist. Jetzt machen wir hier runter, Save As. So, und jetzt Holzschiff PNG und Save As. So, jetzt ist es weg. So, jetzt ist das Sternchen weg. Ne? Jetzt ist das gespeichert in unserer Datei und jetzt können wir normal die Datei abspeichern, Save As. So, okay, jetzt blenden wir unsere Segel wieder ein. So, gehen jetzt mal hier rauf und wollen jede einzelne, müssen wir jetzt extra anmalen oder wir können auch alle joinen. So, ja, Steuerung J. So, jetzt ist das ein Objekt, ja. Das ist unsere Fahne, die da oben. Das müssen wir separat mit unserer Flagge texturieren. Wir gehen einmal hier drauf. Das ist Segel. Nee, Quatsch. Das ist die Fahne. So. Und das sind unsere Segel. So. Okay. Jetzt gehen wir hier auf New. Nennen das Segel. Eine neue. So, das ist unser Shader. Shift A, Image Textur, hier rüber. So, genauso wie gerade beim Schiff. Hier sind noch keine Daten drauf, deswegen ist es schwarz. Jetzt gehen wir auf New, nennen das auch Segel. Die Größe lassen wir 2048 und sagen okay. Super, perfekt. So, und jetzt wie hier, wenn wir jetzt hier unsere Textur hier rüber holen, da ist unser Segel, genau. Und jetzt gehen wir auf Edit, A, für alles selektieren und Unwrap. So, jetzt schauen wir uns das mal an, gehen wir auf UV Editor. So, und jetzt hat er es aufgeteilt. Jetzt ist es aber so, wir wollen ja auch die Ränder anmalen. Und hier beim Texture Paint ist das so, je mehr Vertices wir haben, desto feiner können wir die Ränder malen. Hier wird es ein bisschen Probleme geben. Deswegen werden wir hier ein paar Loops ziehen, hier an den Segeln, damit wir es auch schön detailförmiger malen können. Ja? Je mehr Vertices, desto mehr Pigmente, also mehr Pixel können wir malen. Jetzt gehen wir hier auf den ersten. So. Machen wir 5 Stück. Hier auch. Bei dem letzten 5 Stück. So. Jetzt haben wir mehr Vertices, jetzt können wir auch hier besser drauf malen. So, einmal nochmal A, alles selektieren, Unwrap, Smart UV, die Abstand ist schon eingestellt und jetzt einmal OK. So, gut, auf geht's. Jetzt gehen wir wieder auf Texture Paint. So, und hier genauso, wir gehen hier mal runter.
So, und wählen uns mal jetzt für die Segel eine neue Farbe aus. Gehen auf Plus, machen wir erstmal weiß hier, so, schön hell, so, oder sowas in der Richtung. So, machen wir Plus und jetzt ein bisschen grauer, so, Plus, jetzt haben wir dunkler und jetzt hier vielleicht. So, okay, perfekt. Jetzt gehen wir hier rauf, nehmen unsere erste Farbe hier wieder, gehen auf Füllen, ja, klicken nochmal die Farbe hier, das ist wichtig, und klicken jetzt hier drauf. So, jetzt ist unsere kompletten Segel mit dieser ersten Farbe ausgewählt. Jetzt gehen wir wieder auf Draw, ja, wählen uns die zweite Farbe aus und fangen an, die Seitenränder. Hier können wir wieder auf X stellen, hier, damit das auf diese Seite mitgemalt wird. Aha, okay, jetzt sehen wir hier, der malt die hintere Fläche mit. Einmal Steuerung Z. Jetzt müssen wir auf Edit-Modus gehen, wählen diese Segel aus, drücken L, ja, hier. So, Face Select, ja, hier. Diese Segel haben wir jetzt ausgewählt. Jetzt gehen wir aus Edit-Modus wieder raus und nutzen wieder diese Maske, Face-Maske. So, und jetzt können wir drauf malen. Ja, zu dick. Machen wir ein bisschen stärker runter, kleines Stück. So, ganz langsam. So, hier oben vielleicht. So. Okay. Und jetzt die ganz dunkle Fläche, gehen wir ein bisschen näher ran und die machen wir oben. So. Genau. So, jetzt einmal schmieren. So, vielleicht ist das zu viel hier, vielleicht ein bisschen etwas heller. Wir gehen mal hier wieder rauf. So, Pinsel vergrößern. So, genau. Antippen. Ja. Perfekt. So, und dasselbe machen wir jetzt auf jeden einzelnen Segel. Auf geht's!
So, unsere Segel sind jetzt auch fertig. Jetzt wird das auch eben kurz abgespeichert. Image, Save As, Segel. So, okay. Jetzt speichern wir die Blenddatei nochmal ab. Steuerung S. Super. Jetzt kommen wir zu unserer Fahne. Ja, jetzt zu unserer Fahne. Ja, für unsere Fahne werden wir ein neues Material erstellen. Wir gehen hier auf New. Ja, wir nennen die auch gleich. So, Fahne. Und für unsere Fahne habe ich eine Textur vorbereitet. Die werde ich im Videobeschreibung verlinken. Wir gehen auf Shift A, Textur, Image Texture. So, die ziehen wir hier rüber. Open, und das ist die Textur, die ich schon vorbereitet habe. So, und die öffnen wir jetzt und ziehen die hier rüber. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen näher ran. So, die Textur liegt gerade falsch. Das ist überhaupt kein Problem, das werden wir jetzt gleich ändern. Bevor wir weitermachen, müssen wir unsere Fahne einmal subdividen, also aufteilen, unterteilen. Einmal Edit, rechte Maustaste, Subdivide und dann hier links einmal hier raufklicken. Ja, machen wir mal 10. Ja, das reicht. So, als nächstes, wenn wir Subdivide haben, wollen wir gleich ein Unwrap machen. Einmal U, Unwrap. So, jetzt sitzt auch die Textur richtig. Schauen uns das im UV-Editor rein. Ja, es ist wichtig, dass ihr jetzt im UV-Editor seid. Hier. So, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Mit A selektieren wir alles und schieben mal diese UV-Map, die wir jetzt gerade erzeugt haben, mit G, Y-Achse nach oben, so dass das Bild so leicht mittig liegt. Genau. Und skalieren wir diesen UV-Map jetzt mal kleiner, damit das Bild auf der Fahne größer wird. So, okay. Ja, sehr gut. So, die Fahne ist jetzt auch fertig. Sehr schön. Alles klar, man könnte noch viel mehr machen, aber ich will das Tutorial wirklich so kurz halten wie möglich. Sonst hätten wir ein Tutorial über 6-7 Stunden und das würde sich, glaube ich, keiner antun. Wie gesagt, das ist jetzt hier ein Grundkurs, ein allgemeiner Grundkurs für ein Tutorial für Anfänger und deswegen reicht es, hoffe ich. Okay, weiter geht's. Jetzt wollen wir anfangen. Unsere Fahne fangen wir an. Unser Schiff ist soweit alles fertig modelliert, dass wir jetzt mit der Windsimulation unsere Fahne jetzt vorbereiten. Ja?